He was a Dutch Jewish survivor of Auschwitz. And he said about anti-Semitism. Anti-Semitism used to be someone who hates the Jews. But today it's someone who the Jews hate. Also Herr Schumer, das war ein niederländischer Auschwitz-Überlebender und er sagte, Antisemitismus war früher, Antisemitismus bedeutet früher, dass jemand Juden hasst und heute ist es aber jemand, den die Juden hassen. Of course, today the Zionist definition of anti-Semitism is meaningless. Die Bedeutung, die zionistische Definition des Antisemitismus, die heute existiert, ist natürlich vollkommen. It is a defamatory scarecrow that the Zionists use, because Zionism, as I have said, is not interested in genuine anti-Semitism. Also es ist einfach nur zur Abschreckung gedacht und die Zionisten sind an wirklichem Antisemitismus ja gar nicht interessiert, wie wir festgestellt haben, denn der ist ja unheilbar und der lässt sich instrumentalisieren. Also. But my father, who was a Zionist, he was a rabbi, in the 1930s, in 1936, he participated in what was called the Battle of Cable Street. Has anyone ever heard of that? It was a famous fight against the fascists in London when 100,000 Jews and Dockers and non-Jews stopped Sir Oswald Mosley from marching through the East End of London. Also sein Vater ist ein Rabbi gewesen, der war auch Zionist und er hat teilgenommen an einem Battle of Cables. Cable Street, Battle of Cable Street in London 1946. Und das war eine Demonstration von Juden und Werkarbeitern gegen, weiß ich nicht mitbekommen. Gegen Faschisten. Gegen Faschisten, yes. Okay. Sir Oswald Mosley. Okay. My father did not need a 500-word definition of anti-Semitism. Und sein Vater brauchte keine Definition von Antisemitismus, die 500 Worte lang ist. The Oxford English Dictionary, which is 6 words, hostility to or prejudice against Jews, is perfectly sufficient. Also die Definition, die im Oxford Dictionary of English steht, Feindlichkeit oder Vorurteile gegen Juden, das reicht vollkommen aus als Definition. Yeah. Antisemitism has nothing whatever to do with Israel. Und Antisemitismus hat überhaupt gar nichts mit Israel zu tun. On the contrary, the biggest supporters of Israel, Donald Trump, Steve Bannon, Spencer, Orban, you name them, Kaminski, Poland's regime, they're also anti-Semitic. Ganz im Gegenteil, die größten Unterstützer Israels, Donald Trump, Bannon und Spencer, die polnische Regierung, Orban in Ungarn, das sind alles Antisemiten. So the IHRA definition of anti-Semitism should be thrown in the waste paper. Also diese aktuelle Definition, die offizielle von der International Holocaust Remembrance Organization, kann man quasi in den Mülleimer werfen, weil die ist vollkommen hinfällig. It is a definition of anti-Semitism the anti-Semites can support. Das ist eine Definition des Antisemitismus, die von Antisemiten unterstützt werden kann. On the second question, Israel as a new imperialist state. Und die zweite Frage, Israel als ein neuer imperialistischer Staat. Israel does not act as a free agent. It has its own interests, of course, but it isn't a wholly free agent, because if it was, it would already bombed Iran. Also Israel agiert nicht vollkommen unabhängig. What makes Israel strong is the support that the West, the United States, but not just the United States, Germany too. Germany supplied the submarines and played a large part in the Dimona nuclear power that Israel has. And France did, and Britain does.
Israel is strong because we allow it to be strong. That is the reality of it. Also Israel ist natürlich ein eigener Staat, aber es agiert halt nicht unabhängig, sonst hätte er schon längst den Iran bombardiert. Aber Israel wird halt von starken Kräften unterstützt von Deutschland und Frankreich und auch zum Beispiel diese Atomanlagen, die da gebaut wurden, die für die Atombewaffnung, die Atombomben in Timona, die Anlagen, das wurde auch alles unterstützt. Deutschland liefert die U-Boote und so weiter. Israel wird von den USA mit Waffen und Militärhilfen beliefert. Und ohne diese Unterstützung von außen wäre Israel auch nicht so stark. We have the power to weaken Israel in Europe and America. Also die Möglichkeiten, Israel zu schwächen, die liegen in Europa und in Amerika. Not only through BDS, which is very important, but politically we have to fight against the idea that you support the Palestinians, you oppose Israel as a Jewish Zionist state, that is anti-Semitic. That needs to be fought. It cannot be accepted. Also müssen wir dagegen kämpfen, dass in dem Moment, wo man den Palästinenser unterstützt, so hingestellt wird, dass als wenn man halt antisemitisch wäre, weil man dadurch den zionistischen israelischen Staat in Frage stellen würde. Dagegen müssen wir uns unbedingt verwehren. When I was 16, I became an anti-Zionist. There were very, very few, in 1968 or whatever, very few anti-Zionists who were Jewish. Today, there are thousands. America's Jewish Voice for Peace has over 100,000 signatories. There is a larger and larger section of Jews who find that Israel not only is no help to them, but it endangers them. Because Israel is a Jewish state. And so what it does, people blame on other Jews. Also ursprünglich bin ich zionistisch erzogen worden, aber ich habe meine Meinung 1968 geändert. Und da gab es noch nicht viele Juden, die keine Zionisten waren. Aber heutzutage gibt es immer mehr und es gibt ganz auch in Amerika große Organisationen, zum Beispiel wie Jewish Voice for Peace, jüdische Stimme für einen gerechten Frieden, da gibt es auch eine Stelle hier in Deutschland. Und 100.000 Mitglieder. Ja, 100.000 Mitglieder, genau, aber jetzt There is nothing Jewish about the Jewish state. Und es ist nichts Jüdisches an dem jüdischen Staat. Und das, was halt die zunehmende Menge an Juden, die sich auch gegen die Vorgehensweisen Israel verwehren, ausmacht, ist, dass sie sagen, ja, der Staat Israel als jüdischer Staat, der ist nicht nur für uns keine Hilfe, sondern der bringt uns auch dadurch in Gefahr, weil er sich als jüdischen Staat bezeichnet und sich darstellt, als wenn er im Namen aller Juden agiert. Und damit fällt das, was Israel als so selbsternannten jüdischen Staat an den Tag legt, an Handlungen, wieder auf sie zurück. Obwohl sie damit gar nichts zu tun haben, weil sie in ganz anderen Ländern leben und da auch bleiben wollen. People identify Jews with the great Jews, Sigmund Freud, Spinoza, Heinrich Heine, Albert Einstein, Hannah Arendt, and people like Arendt and Albert Einstein, who actually were Zionists in their youth, moved away from Zionism as they saw what it was doing. I don't have time to go into the fight of Hannah Arendt, who brought out a book called Eichen in Jerusalem, but if you can get hold of it, and I think it's in German, you should read it. It's quite an interesting book. Also, Juden werden auch oft mit verschiedenen Leuten, also mit Menschen identifiziert, wie zum Beispiel Spinoza aus der Geschichte oder Einstein oder Hannah Arendt, die auch ein sehr interessantes Buch geschrieben hat zu dem ganzen Thema, das man auf jeden Fall lesen sollte. Und all diese Menschen haben sich aber auch vom Zionismus distanziert. The first question was about the concentration camp victims. I can't remember who asked it. Oh right, yes. Yes, you are quite correct. After 1945, not only did Zionism do its best to force the Holocaust survivors to go to Palestine by campaigning against America admitting them, but it had treated them with contempt. Also das stimmt, nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Juden aus den Konzentrationslagern nach Palästina ausgewandert, aber die wurden dort wirklich mit Verachtung behandelt. Deshalb sind auch viele in die USA emigriert. It called them sapon, soap.
which was named after the belief that Hitler, the Jews who were exterminated, were boiled down into soap. It was wrong. It's a myth. But it was a very widespread myth. And they were called soap, but they were treated with derision. Because these were the weak Jews. They were blamed. Why did you not fight? Yes? And so they were treated. You went to the Nazi butcher like lambs to the slaughter, was the favorite saying. Und diese Juden wurden quasi da in Palästina als Seife bezeichnet, weil es gab da diesen Mythos, das stimmt aber nicht, dass aus den Knochen der vergasten Juden Seife hergestellt worden war. Und ja, die wurden in Israel verachtet, weil sie sich nicht gewehrt haben, angeblich, weil sie nicht gekämpft haben. Und ja, deshalb waren sie da nicht wirklich willkommen und auch nicht gut angesehen. But after the Eichmann trial in 1961, it began to change. Aber das hat sich nach dem Eichmann-Verfahren in 1961 geändert. They began to realize that the Holocaust was the best weapon of Israel and Zionism to use against its detractors. Da hat man dann langsam erkannt, dass der Holocaust eine der besten Waffen ist, die man sich nur vorstellen kann, um den Zionismus weiter voranzubringen. Edith Desertel, who is an Israeli historian, a professor, said that there's not been one war fought which hasn't been in the name of the victims of Auschwitz. Also ein israelischer Historiker, den Namen habe ich nicht verstanden, hat gesagt, ja, wir brauchen überhaupt man darf keinen Gedanken mehr das kann ich gar nicht mehr. Es gibt keinen Krieg im Namen Israels. Ja, genau. Das ist kein Krieg, dass von israelischer Seite kein Krieg und keine Auseinandersetzung mehr geführt werden sollte, die nicht im Namen der Opfer des Holocaust stattfindet. Das heißt, alles, was Israel von jetzt an tut, das findet auch immer gleichzeitig im Namen der Opfer statt. Und wodurch dann halt der ganze Holocaust auch instrumentalisiert worden ist. So the Holocaust has been instrumentalized in the service of Zionism, and Israel has established a Holocaust memorial center called Yad Vashem. I don't know whether you've heard of it. Und in Israel wurde Yad Vashem auch errichtet, dieses Holocaust-Gedenkzentrum. Das kennen Sie sicher. And you've had visitors like John Vorster, the Prime Minister of South Africa, who was interned during the war because he was a Nazi. You had Duterte, who admires Hitler. Bolsonaro, who is a fascist. You have Viktor Orban, who admires another leading Nazi. Daniel Balatman, who's an Israeli Holocaust historian. He's the chief historian at the New Warsaw Jewish Museum. He said that Yad Vashem is the laundry machine for whitewashing Holocaust deniers. Yes, that's strong, but he's a professor at the Hebrew University in Jerusalem, so he carries some weight. Auf jeden Fall besuchen wirklich alle möglichen extrem rechtsgerichteten Politiker diese Gedenkstätte in Yad Vashem, und Yad Vashem wird dadurch quasi auch dazu benutzt. I suggest for those who are interested in this, if I can give you a book. It is Peter Novick, N-O-V-I-C-K. Und jetzt zum Beispiel, um Ihnen ein Buch zu empfehlen, da gibt es eins von Peter Novick. It's called The Holocaust in American Jewish Life, or something similar. Der Holocaust im amerikanisch-jüdischen Leben. But if you search for it on the internet, you will find it. Peter Novick. It is by far and away the best book. Das ist ungefähr das beste Buch, was man dazu finden kann, über die Instrumentalisierung des Holocaust. Well, the first thing, I'll take the questions in order. Israel, which I've described today in some detail, is not exceptional. It is a settler colonial state. Also, Israel ist quasi eine Ausnahme. Es ist ein siedler-kolonialistischer Staat. Das gibt es sonst bis heutzutage eigentlich nirgendwo mehr. What Israel has done
is no different from what the United States settlers, Australia, New Zealand, South Africa, in particular South Africa, Algeria, and so on. I mean, und was in Israel stattfindet, das unterscheidet sich letzten Endes kaum davon, was in Amerika stattgefunden hat, in Südafrika zum Beispiel auch im Besonderen stattgefunden hat, als halt zu Zeiten des insgesamten Kolonialismus. Nur in Israel setzt sich das eben heute noch fort, diese Vorgehensweisen. It has nothing to do with whether Jews are Semites. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob es sich dabei um Juden oder Semiten handelt. Actually, there are no Semites. Es gibt eigentlich gar keine Semiten. This was the mistake of Wilhelm Marr. I don't know if you heard of him. He invented the term, or popularized the term Antisemitism in 1879. Also das war ein Fehler von demjenigen, der den Begriff des Antisemitismus in den 1880er Jahren erfunden hat. He believed that Jews were Semites. He was wrong then and you're wrong now, I'm afraid. Er glaubte, dass Juden Semiten seien und das war falsch damals und heute ist es auch immer noch falsch. To the second question, I really don't have an answer except to say I agree with you. What Israel is doing in the occupied territories is simply outrageous. It steals the water and sells it back to the Palestinians. Also auf die zweite Frage habe ich jetzt eigentlich gar keine Antwort. Da kann ich nur sagen, es ist genau so, es stimmt so. Was Israel da betreibt, ist unfassbar. Ja, es stiehlt den Palästinensern das Wasser und verkauft es ihnen nachher wieder zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache. 13% of the water that's stolen is sold back to the Palestinians. The settlements have unlimited water. 13% des Wassers, das die Israelis da gestohlen oder stehlen, entnehmen, das wird weiter wieder an die Palästinenser zurückverkauft und der Rest geht in die Siedlungen, die da reichlich mit Wasser zur Verfügung haben. It's not only true that Israel demolishes the houses and buildings of people on the West Bank. They do it in Israel itself. Und es ist auch nicht nur so, dass Israel Häuser in der Westbank zerstört und abreißt, die dafür teures Geld aufgebaut wurden. Das passiert in Israel selbst ganz genauso. Arabs are 20% of Israel. Obwohl Araber 20% der israelischen Bevölkerung darstellen. They occupy just over 2% of the land. Stehen ihnen lediglich 2% des Landes zur Verfügung. They've increased from 150,000 to over 1.5 million since Israel began. And yet, not one new Arab settlement or town or village has been created. Also der arabische Bevölkerungsanteil hat sich von 150.000 auf 1,5 Millionen erhöht und trotzdem gibt es keine neue Siedlung oder neue Stadtansiedlung von Arabern in Israel. In the Arab towns, when buildings are erected, they are demolished. The police go in force with the bulldozers and demolish them. That does not happen in Jewish towns. Ja, wenn in arabischen Orten und in arabischen Städten innerhalb Israels Gebäude errichtet werden, dann kommt die Polizei und dann kommen die Bulldozer und dann werden die wieder abgerissen. Das passiert in jüdischen Gemeinden nicht. And our friend here said that the Arabs are anti-Semites. Well, in 2011, a law was passed in Israel, the Reception Committee's law, which said that Jewish communities have the right to exclude non-Jews from their communities. They were Jewish-only communities. Also es heißt immer, ja, die Araber in Israel wären Antisemiten, aber tatsächlich wurde in Israel in 2011 ein Gesetz erlassen, dass jüdische Gemeinden das Recht haben, keine arabischen Bewohner zu akzeptieren, also dafür zu sorgen, dass ihre Gemeinde quasi rein jüdisch wird. In Israel, 93% of the land is for Jews and only Jews. 93% des Landes in Israel ist Juden vorbehalten, und zwar nur Juden. And even in the London Jewish Chronicle, there is an article a debate between two Zionists. Is it racist to set aside Israeli land for Jews only? Ja, und im jüdischen Chronicle, da gibt es einen Artikel, eine Debatte, ob es ja rassistisch sei, israelisches Land, ja, Juden allein vorzubehalten oder nicht.
You see, Israel is a Jewish state. Britain, you may not know it, is a Christian state. Also, The head of the church is the Queen. also wie man sieht, Israel ist ein jüdischer Staat. Im Vergleich dazu ist Großbritannien zwar ein christlicher Staat, aber das Staatsoberhaupt ist die Queen. But there is a difference. Israel is an ethno-nationalist state. Britain is not an Und ethno-nationalist. der Unterschied liegt darin, dass Israel ein ethnonationalistischer Staat ist und das ist in Großbritannien nicht so. So if I wanted to buy or to rent or to lease a land, a property in England, and someone said to me, the Christian National Fund will not allow it because you are Jewish, then that would obviously be anti-Semitic. Also wenn ich zum Beispiel in England ein Grundstück oder irgendwas erwerben wollte und der christlich-nationale Fonds würde sagen, nee, das Land bekommen Sie nicht, weil Sie sind jüdischen Glaubens, dann wäre das antisemitisch. So obviously, if you do that in Israel to Arabs, and the rabbis have issued edicts forbidding Jews to rent in Safed and other towns to Arabs, that must be racist, anti-Arab racist. Aber wenn man das in Israel tut, dann ist das, das ist ja dann rassistisch sozusagen. And the problem with the third question from our friend over there Die dritte Frage von meinem Freund dort drüben is that you do what Western imperialists always do. You blame the victim. Also man tut, was westliche imperialistische Systeme immer tun. Man gibt die Schuld den Opfern. Look, when I was a child, I watched television, the Westerns. Do you remember the Westerns? Als ich ein Kind war, da habe ich Fernsehen, diese ganzen Western und so, kann sich daran erinnern, die Westerns. And I saw the cowboys with their wagons in a circle. And for some reason, which I couldn't understand being a child, the Red Indians kept attacking them. And I thought, these are terrible savages. They are anti-American, anti-Western. They're what you would call anti-Semitic. No, I did not say that all Arabs or all Palestinians are anti-Semitic, but I said that you are denying that there is anti-Semitic at all. Look, my friend. I wanted to just say that there is truly anti-Semitic thoughts in Germany. I did not say who it is, but for example, on the right wing, we saw last week there is anti-Semitism, and you are denying it. No. I am not denying it. You are right. There is anti-Semitism, and the anti-Semitism comes from the far right. The killings last week, the killings in Pittsburgh, which incidentally, the far right in Israel has supported and justified. You may not know that, but they said the Jews of Pittsburgh welcomed immigrants into America, and they brought it upon themselves. You say no? With the last speaker. Dem letzten Sprecher kann ich nur zustimmen. Although I don't speak German, I got the great. I can quote. I have a quote from the party's co-leader Alexander Gauland, who described the Holocaust as a small bird dropping in over 1,000 years of successful German history. Ja, ich habe hier das Zitat von Alexander Gauland vorliegen, in dem er den Holocaust als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnet hat. Also das sagt mir schon alles. And of course, there are Jews who are members of the AFD. I mean, Mussolini had 5 Jews on the fascist Grand Council. There were some Jews, a small minority, who supported Hitler. Max Naumann was their leader. Jews are not immune to being fascists. And even joining anti-Semitic parties. But the fact that the AFD has some Jews in it doesn't change the nature of the AFD. And as people have said, their support for Israel is in distinction to what they think about Jews. But there is a valid argument about Jewish and Muslim ritual slaughter. Oh, sorry, yes, I'm going to forget it. Halt auch in der AfD mag es auch eine Gruppe von Juden geben, aber das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Auch Mussolini hatte in seiner Regierung teilweise Juden und das hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. Und jetzt
einfach die Tatsache, dass das zum Beispiel bei der AfD so ist, das sagt jetzt nichts über die Gesinnung und Natur dieser Partei. Yeah. Ritual slaughter. Yes, Jewish ritual slaughter. Shahada it's called, or halal. I mean, many people in the ecological or vegetarian or vegans will oppose such slaughter. I accept that and understand that. But I don't accept that if the AFD are taking this issue up is because of their concern for animals. Ja, also es mag ja sein, dass viele ja, das kritisieren, dass Tiere halal geschlachtet werden. Das kann ich akzeptieren, aber ich kann es nicht akzeptieren, wenn die AfD behauptet, dass sie das aus tierschutzrechtlichen Gründen ablehnt. Hitler, when he came to power, the first thing he did was ban Jewish ritual slaughter. I don't believe he was that concerned for animals. Und Hitler hat es auch gemacht, als er in die Macht gekommen ist, hat er auch zuerst diese rituellen Schlachtungen verboten. But I agree, at the present time in Europe, the fascists and the far right are advancing, without a doubt. And they're doing it with the Zionists. Israel is seen as the bastion, the most hostile state to Muslims in the world. That is what their basis of their support for Israel is. Und ja, ich stimme zu. Also die rechten Kräfte, die hier überall in Europa sind, im Zunehmen. Und die Bastion, also die Bastion, der Staat, die stellen sich auch vor allem gegen Muslime auf. Und der Staat, der die größte Bastion gegen Muslime darstellt zurzeit auf der Welt, ist Israel. I mean, you may have heard questions in order. What do I believe is the solution in Israel-Palestine? A single, democratic, unitary state of Jews and Arabs. Equality. Um die Fragen nacheinander anzustellen, also das Erste, was ich glaube, was die Lösung wäre für die Situation in Israel und Palästina, was wäre ja ein einziger, gemeinsamer, demokratischer Staat, mit der alle die gleichen Rechte haben. Is that possible? It's the only solution, so it must be possible. Die einzige Lösung ist, es muss möglich sein. Secondly, why there is a move to the right? Zweitens, warum gibt es diese Bewegung nach rechts? We could debate this for a few hours. Darüber können jetzt Stunden diskutiert werden. In essence, when American imperialism and Britain and Spain went into the Middle East, they created the conditions in Iraq. There was an upsurge in jihadism, they created the terrorism, they created ISIS, that created the waves of refugees, and people felt threatened. Also grundsätzlich ist es so, als die Amerikaner und ihre Verbündeten in den Nahen Osten einmarschiert sind, in Irak und so weiter, da haben sie das alles geschaffen, die Dschihadisten, den IS und auch die ganzen Flüchtlinge, die dann hierher gekommen sind und die dann dafür gesorgt haben, ja, dass, wie schon vorher gesagt, Menschen da Ängste entwickeln und sich nach rechts bewegen. Also, for many reasons, there is a decline in the left. The Social Democratic, the SPD, has gone smaller and smaller. Außerdem gibt es auch, ja, das lässt sich nicht von der Hand weisen, einen Niedergang auf der linken Seite. Die SPD wird immer kleiner zum Beispiel auch. In Britain, the working class of the north voted for Brexit. They'd lost their mines, they'd lost the shipyards, they'd lost the industry, and they blamed Europe, not the Tories, not the Conservatives, not Thatcher. Yeah? Also in Nordengland zum Beispiel, da haben die Arbeiter für den Brexit gestimmt, obwohl sie haben alles verloren, ihre ganze Industrie. Und es war also schon in den 80ern hat das ja angefangen, das Ganze, der Niedergang in England. Und ja, schuld ist die EU, nicht Thatcher oder sonst was, sondern die EU. I didn't catch all of the last question, but some things. Also die letzte Frage habe ich nicht ganz verstanden, aber zum Teil. Und in England, with the pogroms in Russia from the 1880s onwards, Jews came to England. Over 100,000 came between 1880 and 1914.
Also zwischen 1880 und 1914 sind über 100.000 Juden aufgrund der russischen Pogrome aus Russland nach England gekommen. The same things which are said about immigrants today, they said about Jews. Und was man damals über die Immigranten gesagt hat, das wird heute über Juden gesagt. Nein, Genau, was man damals über Juden gesagt hat, das ist dasselbe, was wie heute über Flüchtlinge gesagt wird. Also, either they take our jobs or they don't want to work. Ja, entweder heißt es ja, die nehmen uns die Arbeit weg, oder es heißt, sie wollen nicht arbeiten. Or they lower the wages of English workers. Ja, oder sie sorgen dafür, dass die Löhne sinken der einheimischen It is the Arbeiter. same. Es ist genau dasselbe, damals wie heute. Every European nation consists of immigrants. And we have to recognize that fact. Ja, jedes europäische Land besteht letzten Endes auch aus Immigranten. Das muss man einfach anerkennen. Das ist der Punkt. You mentioned Hans Globka, Konrad Adenauer's right-hand man, who was responsible for the drafting of the Nuremberg laws and presided over Hitler's chancellery before moving to Adenauer's chancellery. Sie haben auch Hans Globka erwähnt, der verantwortlich war für die Nürnberger Gesetze und so weiter. This was a scandal. Das war ein Skandal, dass der dann weiter hier in der Bundesrepublik noch tätig sein konnte. Und dafür sorgen konnte, dass auch weitere Nazis noch in den Ämtern bleiben konnten. The German state was never denazified. Ja, der deutsche Staat ist nie entnazifiziert worden. Something like 77% of the judges operated in the Hitler era. Ja, 77% der Richter waren auch im Naziregime tätig. And David Ben-Gurion made an agreement with Konrad Adenauer. Und Ben-Gurion hat eine Vereinbarung mit Konrad Adenauer abgeschlossen. Israel said nothing about Golobka or the other Nazis. Dass Israel sich nicht über den Golobka beschwert oder über die anderen Nazis, die jetzt weiter in Deutschland tätig sind. In return for German weapons, submarines and reparations. Ja, dafür hat Deutschland dann Waffen zu liefern, U-Boote und Reparationen zu zahlen. You have to understand that in Israel there was a bitter division between the right and the left, between the Labour and the Likud, or it was Herut. Also, in Israel gab es ursprünglich eine starke Trennung zwischen der Rechten und Linken, zwischen Likud und Arbeitspartei. Over reparations and contact with West Germany. Wegen der Reparation überhaupt Kontakt aufzunehmen mit Westdeutschland. But the Israeli Labour government, and remember, from 1948 to 1977, there were continuous Israeli Labour governments. Also von 1949 bis 1977 war in Israel die Arbeitspartei an der Regierung. In 1949, the first Israeli election, the Israeli Labour Party, Mapai and Mapam, which was to its left, got 65 out of 120 seats. Und die damalige Arbeitspartei in Israel, die hieß Mapai, und die bekam 65% der Stimmen. 75%. It was an absolute majority. Das war die absolute Mehrheit. Today, the Israeli Labour Party and what's left of Mapam, it got 11 out of 120 seats. The left, the Zionist left today, has nearly disappeared. Also heutzutage kommt die israelische Arbeitspartei gerade mal auf 11% und die zionistische Linke hat sich fast schon aufgelöst. But when Ben-Gurion was in power, they did a deal with West Germany that they would ignore the Nazis in power and in staffing his office if they supplied them with submarines. Aber als Ben-Gurion an der Macht war, dann hat er halt diese Vereinbarung getroffen, dass er die Tatsache ignorieren würde, dass die Nazis in Deutschland, in der Bundesrepublik dann weiter an der Macht waren und dafür halt im Gegenzug sein Büro ausgestattet bekommen, Waffen geliefert und so weiter. There were worse examples. Walter Rauff. Has anyone heard of Walter Rauff? Hat jemand schon mal von Walter Rauff gehört? Walter Rauff was had to his credit
he invented the gas truck. The gas lorry. Also, der hatte Gas. Gas. Der erste Versuch, so Leute So. umzubringen. So. Im Wagen. Also das war derjenige, der quasi die Gaskammer davon entwickelt hat. Lastwagen. Also indem man Gas in den Lastwagen eingeleitet hat. Das waren die Vorläufer von den späteren Gaskammern. The Holocaust did not start in 1941. Also der It Holocaust started in 1939 with the extermination of the mentally and physically handicapped. Genau. Und der Holocaust hat nicht 1941 angefangen, sondern 1939 mit der Vergasung derjenigen, die geistig behindert waren und so weiter. You may know from your history, I don't want to teach you German history, Bishop Darwin of Munster spoke out against the extermination, the murder of the handicapped, the disabled, which was part of the racial eugenics of the Nazi Party. Sich erinnern Sie sich auch noch, dass in der Geschichte, also ich möchte jetzt nicht in deutsche Geschichte beibringen, dass auch ein Bischof aus Münster sich ausgesprochen hat gegen diese Eugenik und so weiter, die Vergasung des sogenannten nicht lebenswerten Lebens und so fort. The gas truck was used in 6 killing centres in Germany, Harzenberg, Brandenburg, you probably know the rest of them, to kill with carbon monoxide coming from the exhaust into it. They killed the mentally and physically disabled, the handicapped. Ja, und mit diesen Gastrucks, mit diesen Lastwagen wurden halt die Menschen an 4 verschiedenen Stellen in Deutschland, in 4 verschiedenen Lagern getötet, die geistig lassen. I cannot discuss the euthanasia campaign, as it was called T4. Dieses Alternativprogramm, das kann ich jetzt hier nicht diskutieren. I don't have time. Da habe ich keine Zeit. But the gas trucks which were used to kill the disabled then literally were driven to Poland to set up the first extermination camp at Chelmno, where Jews were exterminated, and Gypsies as well. Aber diese Gaslaster, die wurden dann später tatsächlich nach Polen verfrachtet und dazu benutzt, die ersten Konzentrationslager in Polen aufzubauen und dort die ersten Juden zu vergasen. Chelmno was used mainly for the Jews of Lodz. It was the second biggest city in Poland. But vor allem die Juden aus Lodz, der zweitgrößte Stadt in Polen. Walter Rauff, who invented the gas truck, became an agent acting for Israel after the war. Und derjenige, der diese Lastwagen, diese Vergasungslastwagen erfunden und entwickelt hat, der wurde später zu einem israelischen Agenten. He wasn't the only one. Otto Skorzny, who rescued Mussolini and put him back in power, there was another Israeli agent. There were a number of Nazis who became Israeli agents. So Israel had really no problems with Nazis. Also es gab auch noch andere Nazis, die später für die Israelis Spionage betrieben haben. Also Israel hat nie irgendwie große Probleme mit